Sie haben den Zentraladapter an Ihrem Proaktiv-Rollstuhl montiert und wollen die Fahrt mit Ihrem neuen Wheelie-Zuggerät starten. Wie Sie die beiden Produkte miteinander verbinden, zeige ich Ihnen jetzt. Mein Name ist Jendrik und ich zeige euch heute, wie ihr speziell ein Wheelie oder ein anderes Vorsatzgerät von Proaktiv mit einem Rollstuhl mit Zentraladapter verbindet. Wichtig dabei ist, dass der Adapter in der Grundstellung ist, das heißt, der Vorwahlhebel vom Rastmechanismus ist in der Grundposition flach und der Extender-Spannhebel zeigt nach oben in die geöffnete Position. Am Gerät, welches adaptiert wird, muss der Sicherheitsbolzen, der Sicherungsbolzen, ganz nach außen gezogen werden und die Feststellbremse ist gezogen. Alternativ zur Feststellbremse kann man auch zusätzlich gegen einen festen Gegenstand, eine Wand oder eine Mauer fahren, um die als Gegenstütze zur Hilfe verwenden. Nun fährt man mit dem Rollstuhl mit dem Einhängemaul über den Einhängebolzen und drückt dann durch Vorfahren des Rollstuhls das Produkt nach oben. Wenn man nun an den Greifringen drückt, nach vorne selbstverständlich, hört man dann durch ein lautes Klacken, wie das Produkt angekoppelt wurde. So. Die Lenkräder vom Rollstuhl sind nun abgehoben vom Boden und das Produkt ist vorerst verriegelt. Als nächstes wird der Extenderspannhebel nach unten gedrückt, um das kraftschlüssig zu verspannen. Und zur Sicherung und auch Kontrolle kann jetzt der Sicherungsbolzen eingeschoben werden. Als nächstes klappen wir die Abstellständer nach oben und die Fahrt mit dem Wheelie kann starten. Zurück von unserer Fahrt wird das Wheelie wieder entkoppelt und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Die gleichen Schritte wie vorher, nur eben in der anderen Reihenfolge. Wir beginnen mit dem Anziehen der Feststellbremse, machen beide Abstellständer nach unten und bereiten nun den Adapter aufs Entkoppeln vor. Dazu machen wir die gleichen Schritte wie vorher, nur eben von unten nach oben. Als erstes entfernen wir den Sicherungsbolzen, lösen den Extenderspannhebel, indem wir ihn nach oben drehen, und stellen nun den Vorwahlhebel vom Rastmechanismus auf die fast senkrechte geöffnete Position. Wenn wir nun mit dem Rollstuhl wieder leicht nach vorne antreiben, hebt sich das Gespann noch mal leicht an, man hört ein leichtes Klacken und danach kann man nach hinten fahren und es senkt sich ab. Man kann direkt mit dem Rollstuhl zurück aus der Ankoppelposition herausfahren. Und zur Vorbereitung für die nächste Fahrt legen wir den Vorwahlhebel vom Rastmechanismus gleich wieder auf die Grundstellung. Falls Ihnen diese Tipps geholfen haben, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und, um keine weiteren Service-Tipps zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.